Willkommen bei Dynamo Calisthenics und willkommen zu diesem neuen Video. Mein Name ist Achim, ich bin Calisthenics-Athlet und mein Ziel ist es, euch besser in dem Sport zu machen. Und im heutigen Video wird es mal um die Frage gehen, wie oft man denn eigentlich trainieren sollte. Ich bin das oft gefragt worden von euch, auch auf Instagram, und deswegen habe ich mir gedacht, ich mache jetzt mal ein Video zu dem Thema. Bevor ich jetzt mal genau darauf eingehe, welche Parameter man da so beachten sollte und welche Denkfelder da auch oft gemacht werden, wenn es um das Thema geht, will ich zuerst mal sagen, dass diese Frage natürlich sehr komplex ist, weil die hängt von sehr vielen verschiedenen Faktoren ab. Und deswegen wird das Video auch ein bisschen länger dauern, auch wenn das eigentlich nur eine einzige Frage ist, die ich jetzt beantworten will. Die Frage, wie oft man das trainieren soll oder kann, ist so individuell wie kaum eine andere und hängt jetzt eben davon ab, wie viel Zeit ich erstens mal überhaupt habe. Das ist mal ein sehr wichtiger Faktor, wie viel Zeit will ich für mein Training aufopfern, und dann natürlich auch davon, welche Ziele man hat und auf welchem Level man ist. Oft steigert man sich da dann in die wissenschaftliche Themen rein und sucht die optimale Trainingsmethode und berücksichtigt nämlich gar nicht, ob die jetzt überhaupt alltagstauglich ist. Deshalb sollte man sich eben auch die Frage stellen, wie wichtig es einem ist und wie viel Zeit man überhaupt reinstecken will oder wie viel Zeit man zur Verfügung hat, und sollte sich auch die Frage stellen, welche Ziele man überhaupt hat, bevor man dann auf die Frage kommt, wie oft man es dafür trainieren sollte. Dazu werde ich nachher eben noch mehr sagen. Ich will euch jetzt hier in dem Video einige wichtige Punkte erklären, die man vor Augen haben sollte, so dass, wenn ihr das Video zu Ende gesehen habt, dann selber entscheiden könnt, was jetzt die richtige Antwort auf euren individuellen Fall ist. Außerdem wäre es ja auch gut zu wissen, welche Ziele bei welchem Zeitaufwand in etwa realistisch sind. Am Ende des Videos werde ich euch dann noch so eine kleine Tabelle zeigen mit ein paar Beispielfällen, an der ihr dann sehen könnt, wie viel ihr für was in etwa trainieren solltet, so dass ihr das dann auch alles optimal in die Praxis umsetzen könnt. Aber jetzt fangen wir mal an. Erstens, die Abhängigkeit vom Level. Der erste Parameter ist natürlich einmal die Abhängigkeit von eurem eigenen Trainingslevel. Wer sich auch noch auf einem höheren Level steigern will, muss die Anforderungen, die vielleicht eh schon nicht so niedrig sind, irgendwann nochmals erhöhen, um dann nochmal besser werden zu können. Das ist ganz logisch, weil der Körper passt sich schließlich immer nur an das an, was man ihm sozusagen zum Fraß vorwirft. Und wenn das immer gleich bleibt, dann wird man sich zwar irgendwann daran angepasst haben, aber man wird dann nicht weiter besser werden, wenn dieser Reiz, den man dem Körper eben gibt, der gleiche bleibt. Genau aus diesem Grund ist es also wichtig, dass man mit der Zeit einige Parameter des Trainings erhöht oder einfach nur verändert, wenn man sich weiterhin steigern möchte. Wenn man sich sozusagen nur bis zu einem gewissen Punkt hocharbeiten will und dann aber damit zufrieden ist, wenn man dort bleibt, dann ist das natürlich nicht nötig. Für die meisten gibt es schließlich auch was anderes im Leben als nur Training, und das ist ja eigentlich auch gut so. Abgesehen von dem Ganzen halten bei einem Anfänger jetzt die ganzen Anpassungsprozesse, so wie zum Beispiel die Proteinbiosynthese nach einem Training, viel länger an als bei den Fortgeschrittenen. Somit muss dann eben nicht so schnell wieder trainiert werden, weil diese Anpassungsprozesse sowieso noch in Gang sind. Das heißt, obwohl man Pause macht, passiert sozusagen was im Körper, und ein Fortgeschrittener nach dem Training ist halt viel schneller regeneriert und müsste deswegen auch viel schneller wieder trainieren gehen, wenn er keine Phase zulassen will, in der es sozusagen nichts passiert. Bei dem Thema muss man aber sehr aufpassen, weil viele Leute leiten daraus dann ab, dass es zum Beispiel als Anfänger reicht, zweimal die Woche 20 Minuten zu trainieren, und die Leute warten dann ewig lange, bis ihr Muskelkater weggeht, bis sie wieder trainieren gehen. Man kann zwar vielleicht in 20 Minuten so trainieren, dass man danach dann 3 Tage lang wirklich einen Muskelkater hat, aber die Frage ist, ob das sinnvoll und zielführend ist. Gerade wenn man es gesundheitsbezogen trainiert oder Fett verlieren möchte, ist es eigentlich fatal, so zu denken, weil in dem Fall ist es bei den Leuten meistens das Problem, dass sie zu wenig Aktivität zusammenbekommen, und die sollten eigentlich schauen, dass sie eben mehr Aktivität in Summe zusammenbekommen und auch das Herz-Kreislauf-System zum Pumpen bringen und so weiter und so fort. Und wenn ich mich da jetzt dann in 20 Minuten komplett zerstöre, dann habe ich vielleicht meine Muskeln zerstört, aber ich habe nicht viel Kalorien verbrannt und ich habe auch sonst nicht für so viel Aktivität gesorgt. Deshalb macht es in solchen Fällen dann auch Sinn, an verschiedenen Tagen verschiedene Reize zu setzen und zum Beispiel vielleicht sogar den Oberkörper vom Unterkörper zu trennen, so dass dann eben nicht so viele Pausentage oder auch gar keine Pausentage nötig sind, weil man halt die Zeit dazu hat. Wegen einem Muskelkater sehr lange komplett auszusetzen, macht in den meisten Fällen nur sehr wenig Sinn, und wenn man es darauf auslegen würde, könnte man meistens darum herumarbeiten. Das hängt dann eben aber auch von den individuellen Zielen ab, zu denen wir dann später noch kommen werden. Außerdem müsst ihr euch denken, dass ihr mit 3 Trainings die Woche, die zwar vielleicht nur mit 80 oder 90%iger Regeneration stattfinden, trotzdem viel mehr Fortschritte macht als nur mit 2 oder einem Training, das dafür mit 100%iger Regeneration stattfindet. Ihr solltet also keine unnötige Zeit am Sofa verschwenden, nur weil ihr vielleicht nicht immer 100%iger regeneriert seid, und wenn ihr optimale Fortschritte sehen wollt, dann solltet ihr eher um so etwas herumarbeiten. Wenn man sich nicht darauf auslegt, dass man so viel wie nur irgendwie geht macht, dann ist man als Anfänger meistens relativ gut mit einem Ganzkörpertraining bedient, das man dann jeden zweiten oder, wenn es sein muss, jeden dritten Tag macht. So hat man dann trotzdem
ein bisschen was an Aktivität und muss aber trotzdem nicht jeden Tag trainieren. Als Untergrenze soll man sich auf jeden Fall 2 Trainings die Woche setzen. Wenn man seltener trainiert, dann passt sich der Körper zwar nach einem Training trotzdem an, wenn es dann aber zu lange ungenutzt bleibt, dann baut er das auch wieder ab, weil er einfach merkt, es wird nicht gebraucht und so bleibt es dann meistens auf Null stehen, wenn er zu selten trainiert. Wenn er jetzt ansonsten gar nichts machen würde, dann ist es natürlich in Ordnung, nur einmal die Woche zu trainieren, versucht es aber eher zu vermeiden. Die Voraussetzung dafür ist natürlich, dass man die Zeit hat, beziehungsweise dass man sich die Zeit halt sonst freischaufelt. Nach oben hin gibt es theoretisch kaum eine Grenze, die hängt dann viel mehr von den Prioritäten und von den Zielen ab, zu denen wir jetzt kommen werden. Zweitens, Abhängigkeit vom Ziel. Wie gesagt, hängt es sehr stark von euren Zielen ab, wie viel Training nötig ist, um die zu erreichen. Dabei kann man in Calisthenics eine Sache recht deutlich hervorheben. Und zwar ist das die Komplexität und die Anzahl der verschiedenen Übungen oder Skills, die trainiert werden oder die man sich zum Ziel setzt. Stärker wird man ja, wie ihr wisst, nicht nur dadurch, dass sich die Strukturen, also die Muskeln, Bänder, Sehnen und so weiter anpassen, sondern auch dadurch, dass der Körper lernt, die Bewegungen effizienter auszuführen und die Muskeln effizienter zu verwenden. Je komplexer eine Übung ist, desto eher spielt das Bewegungslernen eine Rolle und je spezifischer eine Übung ist, desto weniger ist die Kraft, die durch andere Übungen gewonnen wurde, auf sie übertragbar. Ganz abgesehen dafür sind für komplexe und schwerere Übungen natürlich auch mehr Vorbereitungszeit nötig, bis man mal überhaupt damit starten kann, sie zu trainieren. Ein kleines Beispiel dazu: Wenn es jetzt mein Ziel wäre, in Dips und beim Planche gut zu werden und ich nur eines der beiden trainieren dürfte, dann sollte das eher der Planche sein. Beim Planche werden die Muskeln nämlich allgemein trainiert und angepasst, und weil die Bewegung aber viel spezifischer ist als ein Dip, ist es wichtig, sie gezielt zu trainieren. Meine Dips werden sich dann durch die gewonnene Kraft trotzdem verbessern, auch wenn ich sie nicht trainiert habe. Umgekehrt wäre das nicht so stark der Fall. Die Verletzungsgefahr, die dabei besteht, wenn man nur eine einzige Übung trainiert, und natürlich, dass man auch schon eine Grundkraft haben sollte, wenn man anfängt mit dem Planche-Training zu starten, lasse ich dabei jetzt mal außen vor. Wenn ich also viele verschiedene Übungen, die auch noch komplex und spezifisch sind, meistern will, dann werde ich am meisten Zeit investieren müssen. Am wenigsten Zeit muss ich investieren, wenn ich nur wenig komplexe Übungen meistern will, und mittelfiel Zeit muss ich investieren, wenn ich entweder mehrere weniger komplexe Übungen lernen will, oder wenn ich wenige mehr komplexe Übungen lernen will. Der Grund dafür ist, dass ich bei komplexen und sehr schweren Übungen, so wie zum Beispiel eben dem Planche, sehr viel durch das Bewegungslernen herausholen kann. Dazu wäre es also eigentlich gut, ihn möglichst oft zu wiederholen. Das geht aber nur, wenn ich mich im Training nicht jedes Mal sofort komplett zerstöre. Der limitierende Faktor ist dann also oft die Zeit bzw. halt die Anzahl der qualitativ hochwertigen Versuche, und um das zu umgehen, muss ich dann eben länger trainieren oder öfters trainieren, um eben die Qualität und auch das Volumen hochhalten zu können. Natürlich müssen da dann trotzdem auch die Strukturen stärker werden, und deswegen wäre es auch keine Lösung, nie auch nur annähernd ans Limit zu gehen, sondern muss da eigentlich dann die optimale Mischung finden. Um jetzt wieder zurück zum Tipp zu kommen, wäre dabei jetzt das prozentuelle Potenzial der Leistungssteigerung, das ich durch Bewegungslernen herausholen könnte, ein bisschen geringer. Es braucht zwar auch viel Zeit, einen perfekten Tipp zu lernen und die Ausführung zu perfektionieren, allerdings trotzdem nicht so lange wie beim Planche. Wenn man dabei dann eben so weit ist, dann ist der limitierende Faktor wieder ein bisschen mehr die Strukturen, also die Energiebereitstellung, die Ausprägung der Muskulatur und so weiter. Um die Strukturen jetzt zu verbessern, hat es im Gegensatz zum Bewegungslernen beim Planche jetzt keinen so hohen Nutzen mehr oder keinen so hohen Mehrwert oder zusätzlichen Mehrwert, wenn ich jetzt sehr, sehr oft die Bewegung wiederhole, sondern es ist teilweise auch sehr effizient, wenn ich die Bewegung vielleicht nicht jeden Tag mache und dabei dann aber vielleicht eher ans Limit gehe. Im Vergleich zum Planche hat das dann also keinen so hohen prozentuellen Nutzen mehr, viel mehr Versuche oder viel mehr Sätze zu machen, weil man irgendwann einfach sowieso am Limit sein wird. Durch die längere Regenerationszeit und durch den längeren Anpassungsprozess, der danach dann eben im Gang gesetzt wird, ist es dann also auch nicht nötig, so oft oder jetzt täglich Dips zu machen. Wenn man einen Planche jetzt mit Trizeps-Extensions vergleichen würde, dann wäre der Unterschied noch viel größer. Der Dip ist nämlich eigentlich auch schon keine so unkomplexe Übung, sondern er ist das eigentlich nur im Vergleich zum Planche. Deshalb spielt das ofte Wiederholen und das Bewegungslernen beim Dip schon auch keine unwichtige Rolle. Umso weniger komplex eine Übung jetzt also ist und umso schneller die effizienteste und perfekteste Ausführung gelernt werden kann, umso weniger prozentuellen Nutzen hat es dann eben, diese Übung oft zu wiederholen. Schaden tut es natürlich aber trotzdem meistens nicht. Wie gesagt, der prozentuelle Nutzen ist niedriger. Das heißt, beim Planche kann es sein, dass doppelt so viele Versuche bis zu einem gewissen Maß fast doppelt so viel Fortschritt bedeutet. Bei Trizeps Extensions muss es nicht sein, dass ich von 8 Sätzen doppelt so stark wie von 4 Sätzen werde, wenn ich die Bewegung ohnehin schon kann und wenn ich bei jedem Satz ans Limit gehe. Der Weltrekordhalter in Klimmzügen wird zum Beispiel auch deutlich weniger Zeit in sein Training investieren müssen als ein Handbalancer. Ein Handbalancer hat ganz einfach komplexere Bewegungsmuster in seinem Training und muss deswegen auch länger trainieren, um sie öfter wiederholen zu können. Dieser ganze Effekt des langen und häufigen Trainieren wird dann nochmal multipliziert,
wenn man mehrere komplexe Skills auf einmal lernen will. Leute, die nur in Basics gut werden wollen, müssen sich übertrieben ausgedrückt oft nur auf Pull-ups, Dips, Push-ups und vielleicht Squats konzentrieren. Alle anderen Übungen werden daraus abgeleitet oder die Kraft ist relativ gut übertragbar, weil das Bewegungsmuster ähnlich bleibt. Um dabei jetzt also auf ein hohes Level zu kommen, wird trotzdem einiges an Zeitinvestition nötig sein. Allerdings wird es eine Obergrenze geben, an der mehr Training nicht mehr viel mehr bringt. Wenn ich jetzt viele verschiedene Skills wie zum Beispiel Handstände, Planches, Front Lever, One-Arm Pull-Up, Hephaestus oder sonst etwas lernen möchte und das Ganze vielleicht auch noch in Kombos zusammenbauen möchte und dann auch noch in Basics gut sein möchte, dann gibt es wahrscheinlich kaum ein Limit nach oben. Die nötige Trainingszeit, um in all dem auf ein hohes Level zu kommen, ist somit deutlich höher und man könnte theoretisch immer irgendetwas machen. Sogar wenn man einen Ganzkörpermuskelkater hätte, könnte man zum Beispiel das für Balance- oder Techniktraining machen. Auch bei mir selbst sind tägliche Trainings, die 3 bis 4 Stunden lang dauern, keine Seltenheit, einfach weil es anders unmöglich wäre, alle Übungen unterzubringen. Wenn ich mich jetzt zum Beispiel nur auf die Basics konzentrieren würde, dann wäre deutlich weniger Zeitinvestment nötig und ich kenne zum Beispiel sogar Athleten, die an der Weltspitze sind, was die Basics betrifft und aber unter Anführungszeichen nur 4-mal die Woche 2 Stunden lang trainieren. Merkt euch also, umso mehr und umso komplexere Übungen ich lernen will, umso mehr und umso öfter muss ich auch trainieren, wenn ich das volle Potenzial ausschöpfen will. Es ist aber natürlich zum Beispiel auch selbstverständlich mit 3 Trainingstagen möglich, einige Skills zu meistern und es ist nicht nötig, dass man immer so viel wie geht und nur jeden Tag trainiert. Wenn ich vielleicht nur bei den Basics und vielleicht auch bei ein paar Skills recht gut werden möchte, dann bin ich mit 3 bis 4 Trainingstagen die Woche meistens auch relativ gut dabei, wenn ich ansonsten alles richtig mache. Der Faktor Zeit spielt bei langfristigen Fortschritten immer eine sehr große Rolle und deswegen ist Geduld und Durchhaltevermögen sowieso immer gefragt, egal wie viel man jetzt trainiert. Wenn ich jetzt nur gesundheitsbezogen trainieren will, dann gibt es eine Obergrenze, ab der mehr Training nicht unbedingt mehr gesundheitlichen Vorteil bringt. Die liegt meistens ein bisschen unter der Obergrenze, die ich erreichen müsste, wenn ich in vielen verschiedenen Bereichen sehr gut werden möchte. Laut einer von vielen Studien zu dem Thema reicht es zum Beispiel aus, 2.000 bis 3.000 Kalorien pro Woche durch zusätzliche körperliche Aktivität, abgesehen vom Alltag, zu verbrennen, um das Risiko für eine Herzkrankheit bestmöglich zu minimieren. Diese 2.000 bis 3.000 Kalorien sollte man dann eben auf verschiedene Arten und Weisen verbrennen und eben auch in verschiedenen Intensitätsbereichen arbeiten, so dass man also auch die Muskeln kräftigt, aber auch das Herz-Kreislauf-System in Schwung bringt. Diese Menge könnte man im Calisthenics jetzt zum Beispiel dadurch zustande bekommen, dass man 3 bis 4 Mal die Woche ein 90-minütiges Krafttraining mit dem eigenen Körpergewicht macht, bei dem man in verschiedenen Intensitätsbereichen arbeitet. Eine Alternative dazu wäre es zum Beispiel jeden Tag 45 Minuten zu trainieren. Somit wären wir da dann auch circa wieder bei der Empfehlung von vorhin. Die Quellenangabe zu dieser Studie und zu anderen Angaben, die ich in dem Video mache, findet ihr übrigens in der Videobeschreibung, falls es euch interessiert und ihr genauer nachlesen möchtet. Wenn man nicht öfter als jeden zweiten Tag trainiert, macht es meistens eher Sinn, ein Ganzkörpertraining zu machen, weil man somit immer einen Tag Pause hat und aber die ganzen Muskelpartien trainiert hat. Das ist für viele schon recht viel und genügend. Wenn man aber noch mehr rausholen will, kann man dann eben auch öfter trainieren und dann macht es aber Sinn, an verschiedenen Tagen auch verschiedene Reize zu setzen oder wie schon vorhin erwähnt eben an verschiedenen Tagen verschiedene Partien, so wie zum Beispiel die Beine und den Oberkörper zu trainieren. Vergessen darf man bei der ganzen Sache aber natürlich nicht, dass Pausen oft sowieso zwangsweise durch Urlaub oder zum Beispiel durch Krankheit zustande kommen und dass man auch trainieren kann, wenn man nicht vollständig regeneriert ist und davon trotzdem einen Nutzen mitnehmen kann. Ob und wie viel ihr regeneriert seid, merkt ihr meistens eher am eigenen Körper und es macht dann meistens mehr Sinn, auf sich selbst zu hören, als jetzt auf irgendwelche fix vorgegebenen Zeitangaben zu hören, weil meistens viel zu viele verschiedene Faktoren eine Rolle spielen. Falls wirklich nichts geht, dann macht es eben meistens auch Sinn, eine Pause zu machen oder besser darum herum zu arbeiten. Sich jeden Tag in allem komplett zu zerstören, macht meistens wenig Sinn. Was man als Fortgeschrittener aber meistens schon aushält, ist es, an verschiedenen Tagen sich in verschiedenen Bereichen zu zerstören. Ich könnte also zum Beispiel am einen Tag eher im Kraftausdauerbereich ans Limit gehen und am nächsten Tag eher im Maximalkraftbereich ans Limit gehen, oder ich könnte zum Beispiel an einen Tag bei der Übungsgruppe oder bei der Muskelpartie ans Limit gehen und am nächsten Tag bei einer anderen. Als Anfänger ist der Nutzen von einer sehr hohen Trainingsfrequenz wie gesagt ein bisschen geringer, einfach weil die Regenerationszeit und die Anpassungsprozesse ein bisschen länger brauchen und weil sich der Körper auch einfach nur mal ans Training gewöhnen muss, wenn man damit startet. Eine Ausnahme ist es natürlich, wenn man so schnell wie möglich viel Gewicht verlieren will. Dann ist es immer gut, so viel Aktivität wie nur irgendwie möglich zu erzeugen, um möglichst viele Kalorien zu verbrennen. Das kann man erstens zwar auch dadurch machen, dass man einfach weniger isst, aber zweitens kann man das im Training auch dadurch umsetzen, dass man eben so trainiert, dass man am nächsten Tag wieder etwas machen kann. Drittens, Abhängigkeit von Zeit und Priorität. Leute, die nur in Basics gut werden wollen, müssen sich übertrieben ausgedrückt oft nur auf Pull-ups, Dips, Push-ups und vielleicht Squats konzentrieren. Alle anderen Übungen werden daraus abgeleitet oder die ganzen Muskelpartien werden daraus abgeleitet.
Zu guter Letzt möchte ich jetzt noch zum Faktor Zeit und zu euren Prioritäten kommen. Die werden ja maßgeblich dafür sein, wie oft ihr überhaupt trainieren könnt oder trainieren wollt. Dabei brauche ich, glaube ich, nicht so sehr auszuholen, weil ihr gerade gesehen habt, wie viel Zeit in etwa für was nötig ist. Es ist zwar jeder unterschiedlich und braucht deswegen natürlich auch unterschiedlich viel Erholung und so weiter, aber ich glaube, ihr werdet trotzdem ungefähr einschätzen können, mit wie viel Zeit was möglich ist. Voraussetzung dafür ist natürlich auch immer, dass ihr hart und intelligent genug trainiert. Was ich euch hier aber jetzt empfehlen kann, ist, dass ihr euch vor Augen führt, was dann eure eigenen individuellen Ziele sind und dass ihr euch auch vor Augen führt, ob es vielleicht nicht gut wäre, doch ein bisschen mehr zu machen oder überhaupt etwas zu machen, weil ihr normalerweise gar nicht trainiert. Sich realistische Ziele zu setzen heißt, sich Ziele zu setzen, die zum Zeitinvestment passen. Es ist zum Beispiel wahrscheinlich realistischer, in einem Jahr 10 Klimmzüge zu schaffen, wenn ich zweimal die Woche trainiere und bis jetzt noch gar keinen Klimmzug kann, als in einem Jahr einen Frontlever und Wall-Arm-Pull-Ups hinzubekommen. Es ist für eure eigene Motivation vermutlich besser, wenn ihr euch Ziele setzt, die zu eurem Zeitinvestment passen und die ihr dann auch tatsächlich erreicht, als wenn ihr euch viel zu hohe Ziele setzt und die dann aber gar nicht erreichen könnt. Zu niedrige Ziele sollte man sich natürlich trotzdem auch nicht setzen. Lieber ein bisschen zu hoch als zu wenig. Wenn ihr nicht so viel Zeit habt und sagen wir maximal 2 oder vielleicht 3-mal die Woche trainiert, ist es wichtig, dass ihr dabei wirklich mit hoher Intensität trainiert. Ihr braucht euch ja dann sowieso keine Sorgen machen, dass ihr am Folgetag kein Training absolvieren könnt und solltet deswegen die Zeit, in der ihr nicht trainiert, wenigstens ausschöpfen, indem ihr die sozusagen dann wenigstens zur Regeneration braucht. Außerdem solltet ihr sowieso jede Gelegenheit nutzen, vor allem wenn ihr ein Problem damit habt, oft genug zu trainieren. Denkt daran, in Summe macht nämlich der Durchschnitt einen Unterschied und wenn ihr zum Beispiel in einer Woche nur einmal trainiert habt, dann kann es Sinn machen, die nächste Woche 3-mal zu trainieren, falls ihr eben die Zeit dazu habt, um das auszugleichen. Das war's jetzt mit den Dingen, die ich euch dazu sagen wollte. Zum Schluss gibt es jetzt eben noch, wie versprochen, einen Überblick darüber, mit wie viel Zeitinvestment welche Ziele ungefähr erreichbar sein sollten. Beachtet bitte, dass diese Angaben alle nur ungefähr sind und dass natürlich auch jeder anders ist und dass sich das hier nur auf den Durchschnitt bezieht. In echt kann es sein, dass einer viel mehr oder auch weniger trainieren muss, um eine bestimmte Sache in der gleichen Zeit erreichen zu können. Außerdem sind natürlich alle Übergänge komplett fließend und es kann auch Sinn machen, sich mit der Zeit weiter nach oben zu arbeiten. Wer einmal die Woche oder weniger oft trainiert, wird sich meistens nicht sehr weit steigern können und wird eher nur etwas zur Instandhaltung eines Levels beitragen können. Am Anfang geht vielleicht ein bisschen was voran, einfach weil der Körper davor gewohnt war, überhaupt gar nichts zu tun. Relativ bald wird man aber mehr machen müssen, wenn man sich weiterhin steigern möchte und auch für die Gesundheit wäre es natürlich sinnvoll, mehr als nur einmal die Woche Sport zu machen. Wenn man ein bisschen was tun möchte oder in einigen Basisübungen oder leichten Skillübungen besser werden möchte, kann das eventuell mit 2 Trainings pro Woche erreichen, wenn er die Sache richtig angeht. Wer in Basics und auch ein paar Skills besser werden möchte und sich auch über längere Zeiträume hinweg steigern möchte, ist wie gesagt mit 3 bis 4 Trainings pro Woche nicht so schlecht dabei. Wer jetzt wirklich alles herausholen will und die Zeit dazu hat, um in vielen verschiedenen schwierigen Skills und bei den Basics auf ein sehr hohes Level zu kommen, kann unter optimalen Umständen bis zu 5 bis 7 Mal die Woche trainieren. Dabei wird es aber wie gesagt nötig sein, verschiedene Reize an verschiedenen Tagen zu betonen und ein gleich aussehendes Ganzkörper-Workout macht spätestens dann keinen Sinn mehr. Zu versuchen, nur bei den Skills gut zu werden und die Basisübungen wegzulassen, um Zeit zu sparen, würde ich übrigens niemandem von euch empfehlen. Durch das erhöhte Verletzungsrisiko und durch die Tendenz zur Einseitigkeit tut euch so nämlich keinen so großen Gefallen. Denkt daran, dass es nicht nur darauf ankommt, wie oft ihr trainiert, sondern dass es auch sehr wichtig ist, dass ihr die Sache richtig angeht. Jemand, der 5-mal die Woche nur Blödsinn baut, wird wahrscheinlich trotzdem weniger Fortschritte machen als jemand, der 2-mal die Woche wirklich gescheit trainiert. Wenn ihr Probleme damit habt, regelmäßig zu trainieren, dann seid euch bewusst eine Untergrenze mit fixen Zeiten, die ihr dann auch wirklich einhaltet. Wenn ihr das öfters gemacht habt, werdet ihr einen Rhythmus finden, der für euch einhaltbar ist und es wird euch nicht mehr so schwer fallen zu gehen. Falls ihr noch Fragen oder Wünsche zu anderen Videothemen habt, dann schreibt sie mir ruhig in die Kommentare. Wenn ihr außerdem mehr zum Thema Calisthenics und Training mit dem eigenen Körpergewicht erfahren wollt, dann schaut euch auf meinem Kanal um. Dort könnten auch einige andere hilfreiche Tutorials oder Videos zu ähnlichen Themen für euch dabei sein. Ansonsten hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat und dass ihr jetzt ungefähr wisst, wie oft ihr für eure individuellen Ziele trainieren solltet. Ich wünsche euch viel Erfolg bei der Umsetzung. Bis zum nächsten Mal.